Vielleicht können sich einige von euch noch an mein allererstes Video erinnern. Damals ging es zum Thema Gruppentraining darum, dass alle Spieler, alle Schüler immer in Bewegung sein sollten. Und diese sogenannten Side Activities sind wichtig, damit zum einen eure Trainingsqualität gesteigert wird, aber natürlich auch die Zeit genutzt wird, um koordinative, konditionelle Dinge zu schulen. Und darum soll es heute gehen. Timo und Charlene zeigen euch heute ein paar Side Activities, also seid dabei und viel Spaß bei meinem neuen Video. So, und da sind wir auch wieder. Einmal mit und einmal mit dem Timo. Und die beiden habt ihr mal in meinem vorigen Video kennengelernt. Und heute geht es um Side Activities. Und der Timo erklärt ganz kurz, worum es geht. Ja, wir haben die Situation, wir haben mehr als 2 Schüler. Und man soll sinnvoll die anderen beschäftigen. Das heißt, 2 spielen oder einer spielt, die anderen machen nebendran nach Anweisung des Trainers Sideline Activities. Das heißt Übungen, die uns im Tennis weiterbringen, die sinnvoll sind, die vom Trainer aber aus dem Augenwinkel überwacht werden, vorher gezeigt werden, aber er sich auf den Schüler beim Spielen konzentrieren kann. Hat den Effekt, dass ich koordinativ besser werde, konditionell besser werde, je nachdem, wo mein Schwerpunkt liegt. Und wir zeigen euch jetzt ein paar Ideen, die ihr gerne weiter ausleben könnt. Los geht's! So, wir zeigen euch jetzt, das klassische Tennistraining sieht so aus, einer spielt und im Hintergrund sind in dem Fall die Charlene oder 5 andere, die nicht wissen, was sie machen sollen, gelangweilt sind, weil der Martin beschäftigt ist, die Bälle zuzuspielen. Ich bin gefordert, dann bin ich jetzt fertig, wir würden wechseln und jetzt bin ich gelangweilt oder die 4 anderen. Wir zeigen euch jetzt, wie alle beschäftigt sein werden. So, wir haben jetzt die Situation, dass wir das jetzt euch zeigen. Die Charlene steht im Moment noch im Hintergrund von mir, wo sie spielen würde, macht aber gleich mit mir die Activities. Wir fangen an dieser Seite an, wo ein Spieler dann sein wird an der Leiter. Charlene macht das jetzt mit mir durch. Wir können das immer mit Schläger in der Hand machen, müssen wir nicht. Wir laufen einfach durch die Leiter und machen in jedes Kästchen 2 Schritte. Ja, das heißt, wenn der eine in der Mitte ist, der andere spielt dann noch in der Mitte. So, Übung 1. Auf dem Rückweg, man könnte auch vorbeilaufen und könnte hier sagen, ich gehe seitlich rein. So bin ich beschäftigt, übe Beinarbeit, übe Schritte. Super eignen sich auch koordinative Übungen mit Ball und Schläger, die ihr als Side Activity vor allen Dingen eben halt auch mit Kindern machen könnt. Das wären beispielsweise hier das klare Ballhochbrellen mit Schläger Vorderseite und Rückseite. Dann könntet ihr zum Beispiel auch ein Parcours aufbauen, 2 Hütchen, in denen dann immer der Ball mit Slalom gelaufen werden soll. Und da sind euren Grenzen da sind euren Ideen keine Grenzen gesetzt. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Ich habe dazu sogar ein eigenständiges Video gemacht mit lauter solchen Übungen. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal rein. Einfach hier oben auf den Link klicken, dann seid ihr dabei. Was ich jetzt hier hinten in der Mitte habe, ist eine 8. Ich möchte gern Tennis eine 8 demonstrieren. Das heißt, ich spiele Vorhand, laufe rum, spiele Rückhand und laufe immer von hinten nach vorne, sodass ich auf den Ball zugehe und mir wird warm, während der andere vorne spielt. Es gibt schon viele Videos dazu. Der Martin hat ein anderes Video in seinem Kanal, wo die Sachen noch mal genauer erklärt sind. So, eine weitere gute Side Activity, die ihr nutzen könnt, ist ein sogenannter Reaktionsball, Schwarzball genannt. Und darüber habe ich auch ein tolles Video gemacht mit nur Übungen für diese Reaktionsbälle. Schaut es euch gerne mal an, da sind noch weitere Übungen. Aber jetzt hier zum Beispiel für eine Übung als Side Activity könnte man sich selber den Reaktionsball runterfallen lassen und dann versuchen zu greifen. Mal mit der rechten Hand, mal mit der linken Hand. Und das ist auch eine super Sache, die kann jeder selbst machen. Ihr braucht nicht einen Partner dazu und deswegen perfekt als Side Activity geeignet. So, eine weitere Möglichkeit für ein paar Side Activities zeige ich euch hier jetzt mal mit so einem sogenannten Stepper. Mit dem Stepper könnt ihr wunderbare Übungen machen, gerade im Bereich der Beinarbeit, aber auch natürlich was Schläge angeht, Schlagbewegungen, dazu komme ich gleich. Side Activities mit diesem Stepper könnten zum Beispiel aussehen, dass ihr den Split Step übt, seitlich einmal rum, wieder Split Step, einmal rum, Split Step. Ihr könntet beispielsweise
auf dieser Board kleine Tappings machen und dann in den Step reingehen. Wieder Hop, Tappings und wieder den nächsten. Hop und wieder den nächsten. Dazu hatte ich ja gerade erklärt, man kann auch wunderbar Schlagbewegungen mit diesem Stepper machen. Wir könnten beispielsweise bei der Rückhand ein Bein nach vorne stehen und dann mit der Schlagbewegung wieder auf den Stepper gehen. Sieht so aus, kann man gut auch als Side Activity machen oder bei der Vorhand nach oben kommen, schult man die Rotation und eben das Nachgehen mit der Hüfte, das Parallelwiderstehen, nachdem man den Ball geschlagen hat. So, nächste Übung. Charlene macht euch was hier an den Hütchen vor. Sie wird einen Slalom-Parcours machen. Läuft durch, genau, dann rückwärts zurück. Versucht die Hütchen nicht zu berühren, übt dabei Side-Steps, die Bewegung, Beinarbeit. Auch da weitere Übungen in einem anderen Video. So, nächste Übung, partnerweise mit einem Medizinball, ansonsten gerne auch gegen eine Wand. Wir werfen uns den Ball einer Cross, einer Longline in der Vor- und Rückhandbewegung gemeinsam zu. Hier wirklich auch auf die Ausführung achten und viel Spaß beim Ausprobieren. Nächste Übung, auch super für alle Tennisspieler, eine Runde Seilspringen. Hier kann der Trainer kreativ sein, was er für Möglichkeiten vorgibt und je nach Leistungsniveau der Spieler. So, hier noch eine weitere Übung mit 2 Reifen. Kann man wunderbar auch noch mal kleine, schnelle Beinarbeit machen. Ich gehe einmal drumherum und dann gehe ich wieder zum nächsten. Kleine, schnelle Schritte, immer einmal drumherum um den Kreis. So, wir haben 3 Reifen. Wir versuchen hier einen kleinen Pendellauf zu machen, beziehungsweise einen Dreieckslauf. Das heißt, ich laufe nach vorne, spiele eine Vorhand, laufe wieder zurück um den Reifen, spiele eine Rückhand, wieder zurück, dass ich immer auf den Ball zugehe und laufe. Oder ich umrunde die Reifen von innen nach außen. Möglichkeiten. So, nächste Übung ist Balltransport. Das heißt, ich gehe tief runter, hole mir einen Ball und lege ihn auf die andere Seite mit Sidesteps ab. Ja, gehe wieder hoch, nehme ihn, transportiere ihn rüber, gehe wieder runter und lege ihn hier wieder drüben. So habe ich gleich die Beine im Fokus. So, hier noch eine schöne Übung, die man als Side Activity mit dem Medizinball machen kann. Auch eine schöne Beinarbeitübung. Immer wieder mit einem Bein auf dem Boden und mit dem anderen Bein mit der Fußspitze auf den Medizinball. Relativ einfach, macht Spaß, ist anstrengend und bringt einen gut auf Temperatur. Ein weiteres schönes Gadget, um Side Activities zu machen, ist unser Topspin Pro. Ja, den habe ich mir jetzt neu geholt und damit, sofern ihr so etwas habt, und da werden auch ein paar Videos mit Sicherheit in Zukunft dazu kommen, könnt ihr damit auch wunderbar Side Activities machen. Ich zeige mal kurz, wie es geht. Also der Topspin Pro wird aufgestellt und dann können die Spieler, während die anderen Spieler am Spielen sind, schön eine Vorwärts-Aufwärts-Bewegung üben, mit viel Topspin am Topspin Pro hochgehen und versuchen, den Ball immer in Rotation zu lassen. Ja, ist ein tolles Tool, kann ich nur empfehlen und wie gesagt, in Zukunft sicherlich einige Videos hier mit diesem Gerät. So, das waren sie, die Side Activities, präsentiert von der Charlene und vom Timo. Ja, erstmal danke. Ich hoffe, natürlich kann man das Ganze noch deutlich weiter ausbauen. Also es gibt da sicherlich unbegrenzte Möglichkeiten. Aber es ist eben wichtig, dass alle in Bewegung sind und das macht eben ein gutes Tennistraining aus. So, dann bedanke ich mich beim Timo. Timo hat wahrscheinlich noch einen Witz für euch. Ja, macht immer das, wozu ihr Spaß habt und nichts, was ihr machen müsst. Und jede Übung variiert sich so, wie ihr glaubt, dass es richtig ist. Das muss ich erst mal sacken lassen. Das ist kein Witz, oder? Nee, es war kein Witz, aber Charlene hat vielleicht noch einen. Nee, ich habe auch keinen Witz im Angebot. Insofern danke fürs Zuhören und Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben und gerne auch auf ein paar Kommentare. Bis dahin, euer Martin, Charlene und Timo. Tschüss. Ciao. Ciao.